Heute geht's mal richtig zur Sache. Und zwar schauen wir uns an, wie man von so einer wilden Skizze hier, oh mein Gott, was ist das denn, zu einer wirklich funktionierenden Schaltung kommt. Ja, und zwar aufgebaut auf Lochraster wollen wir im ersten Schritt überprüfen, ob das Ding wirklich was taugt, verfeinern, so dass es so einigermaßen funktioniert. Dann stellen wir es am besten mal in den Anwendungsfall rein. Und zwar, um was geht's eigentlich? Ja, es geht um einen Helligkeitssensor, aber nicht mit einem gewöhnlichen LDR, sondern mit einer Infrarot-Fotodiode, weil die nämlich schön auf Tageslicht reagiert, und das ist in unserer Anwendung wichtig, weil wir möchten einen möglichst guten Abstand haben zu anderen Lichtquellen, also zum Beispiel anderen Leuchten, die in der Umgebung vielleicht angeschaltet werden. Die sollen nicht mit beeinflusst werden, beziehungsweise die Helligkeitserkennung beeinflussen. Ja, und mit Infrarot hat man dann einen relativ guten natürlichen Abstand, weil nur Sonnenlicht eigentlich jetzt hier heutzutage noch großartig Infrarot hat, und die LEDs, die haben ziemlich wenig. Und in der Theorie müsste das ganz gut funktionieren, aber praktisch habe ich es noch nicht ausprobiert, und das wollen wir jetzt mal machen. Im ersten Schritt, wir bauen das auf, testen es dann eine Weile, und wenn wir es verfeinert haben, dann geht es sogar noch in einen echten Printdesign rein, den wir dann auch zusammen anschauen. Aber eins nach dem anderen, jetzt geht es erstmal hier los mit der Helligkeitsschaltung. Erstes Design, erster Entwurf hier bei Technik, Tipps und Tricks. Ja, also heute tatsächlich mal ein richtiges Bastelprojekt oder eine Neuentwicklung, und wir wollen wirklich vom Reißbrett anfangen, hier mit diesem Netzteil, das eigentlich über diesen DIMM-Eingang von einem PIR-Sensor hier beeinflusst wird, und dieser läuft aktuell nur über einen Integrator. Das heißt, da kommen wir über eine relativ steile Flanke nach oben und dann langsam wieder abfallend, sodass wir im Prinzip den Effekt haben, das Licht geht schnell an, wenn sich etwas bewegt, und fällt dann langsam wieder ab und wird eben so leicht ausgefadet. So, und jetzt haben wir aber das Thema, dass wir halt das Ganze noch mit einer Helligkeitssteuerung versehen wollen. Und zwar in der Form, dass wir dann, wenn es also hell ist, überhaupt gar keinen Input mehr bekommen. Das Signal vom PIR-Regler also ausgeschaltet wird. Und erst wenn wir es dann dunkel genug haben, wird das Signal vom PIR-Regler wieder durchgeleitet und läuft weiter in den Integrator rein. So wie es bisher auch ist. Die Besonderheit an der Stelle ist, dass wir eben eigentlich mit der Helligkeit aufpassen müssen, weil wir ja eine Rückkopplung bekommen können, wenn wir selber eine Leuchte haben, die also Licht ausstrahlt und eigentlich dunkel brauchen, damit die Leuchte überhaupt angeht. Also müssen wir aufpassen, dass wir am besten da einen großen Abstand bekommen. Das kann man natürlich einmal machen, indem man in eine andere Richtung schaut, als die Lampe leuchtet. Aber noch besser, da wir ja hier LED-Licht haben, ist es also ideal, dann mit einer Infrarotdiode zu arbeiten, die also dann speziell auf Tageslicht reagieren wird, was ja dann auch in unserem Fall das sein sollte, was wir detektieren möchten, und entsprechend dann einen großen Abstand im Frequenzbereich haben, also im Lichtspektrum, dass wir möglichst diese Rückkopplung gar nicht wirklich bekommen. So, hier haben wir mal den ersten Schaltungsentwurf skizziert, und zwar hier sehen wir unsere Infrarotdiode. Die ist in Gegenflussrichtung gepolt, das muss so sein. Dann läuft das über einen Widerstand und in einen Operationsverstärker rein, und zwar in den Minuseingang, weil wir ja abschalten wollen, also im Prinzip Ausgang runter, wenn wir im Prinzip ein Signal bekommen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass hier eine Spannung entsteht an der Diode, die hier über ein RC-Glied kommt und damit gefiltert wird zeitlich, damit, wenn die Diode also schnell zappelt, das ganze Ding nicht anfängt rumzuschwingen. Wir kommen also invertierend hier rein, polen um und haben kein Feedback, weil wir möchten, dass das sehr stark umschaltet, fast digital. Und hier haben wir dann noch unseren Spannungsteiler, der uns das Level einstellen lässt, bei dem wir dann entsprechend umschalten nach oben oder unten. Hier haben wir noch schon mal den Baustein mit Pinout ausgewählt, um dann schneller aufbauen zu können. Das macht vieles einfacher. Dann schauen wir uns mal noch die Undschaltung an, und zwar brauchen wir eine Verundung vom PIR-Sensor und unserem
Helligkeitsoutput. Das heißt, nur wenn beides entsprechende Zustände hat, kann also der Ausgang dann durchgeschaltet werden. Und das passiert ganz einfach so, wir haben eine Reihenschaltung aus 2 NPN-Transistoren und nur wenn also beide durchgeschaltet sind, das heißt also logisch gesehen kein Licht und Sensor an, ergibt uns dann hier einen Stromfluss. Das heißt, über die Basis nach unten wird also ein Strom fließen können und dann wird also der Kollektor leitend und treibt direkt diese Versorgungsspannung nach außen auf den Ausgang aktiv, um dann entsprechend belastbar Verbraucher damit zu versorgen. Und wenn er dann sperrt, also wenn da kein Strom fließt, dann wird eben einfach nur der Pegel über einen relativ großen Widerstand definiert nach unten auf Masse gezogen. So, und hier haben wir jetzt für unseren fliegenden Aufbau noch ein bisschen mehr Informationen rausgesucht. Und zwar für die beiden Transistortypen die Pinbelegung sowie ein Schaltplan-Symbol nebenbei, um sich zu orientieren. Und hier haben wir also den PNP auf der linken Seite und hier den NPN. Und somit haben wir eigentlich dann alle Informationen beieinander, um mit unserem Operationsverstärker mal loszulegen. Hier haben wir jetzt den Lochrasteraufbau mit einem leeren Stecksockel für den Operationsverstärker und eingangsseitig die Beschaltung. Hier haben wir die Infrarotdiode, die wir dann aufstecken können. Die sollte dann mit dem Kabel relativ weit weggeführt werden können. Hier haben wir den Trimmer, um die Schwellspannung einzustellen an diesem Spannungsteiler. Da kommt eben die Leuchtdiode dran und wir messen mal eben gleich so die Eingänge an diesem Operationsverstärker, ob die vernünftig aussehen. Den wir noch nicht bestücken erstmal. So sieht das Ganze von unten aus. Wenn man das also einigermaßen vernünftig platziert, dann kriegt man das meistens ganz effizient hin. Hier haben wir noch die Versorgungsspannung unten dran. Und jetzt können wir gucken. Los geht's. Wir sind mit dem Messgerät schon angeklemmt, haben unsere 12 Volt eingestellt. Also hier haben wir jetzt direkt 12 Volt, weil ja noch keine Diode angeschlossen ist, wird also einfach hier dieser Eingang nach Plus gezogen und hier haben wir unsere Mittenspannung. Der Port hier ist ungefähr in der Mitte. Jetzt können wir mal kurz ein bisschen dran drehen und gucken, was passiert. Ja, da geht es schon Richtung 0 Volt runter und in die andere Richtung nach plus 12 Volt. Wunderbar. So, jetzt haben wir die Diode mal hier in diesen Schraubstock eingeklemmt und gucken uns mal parallel an, was mit der Spannung passiert. Wir dunkeln aktuell ab und messen direkt am Operationsverstärker-Eingang. Und zwar sehen wir jetzt also, wenn wir abdunkeln, steigt die Spannung und wenn wir wieder aufdecken, fällt sie ab. Und das ist eigentlich genau andersrum, als wir uns das vorgestellt haben. Wie kommt denn das? Jetzt ist einfach mal die Diode verpolt, nur sicherheitshalber, um mal zu gucken. Aber jetzt sehen wir halt, da ist gar keine Abhängigkeit vom Licht. Also das ist definitiv schon okay gewesen. So, zur Verifikation haben wir jetzt schon mal den Operationsverstärker drin und messen gerade mit Licht einen positiven Pegel. Und das ist ja genau andersrum, als wir es wollen. Und jetzt geht er eben auf 0, wenn wir abschatten. Aber woher kommt das jetzt eigentlich? Das kommt daher, dass wir gedacht haben, U gleich R mal I. Das heißt, wenn der Strom steigt, dann steigt auch die Spannung. Aber so rum ist es ja nicht. Es ist tatsächlich eher so, dass mit Licht der Widerstand sinkt von der Diode und deswegen halt auch die Spannung fällt. Aber genau deshalb macht man eben diese Aufbauten, um sich mit der Realität zu synchronisieren. Das jetzige Putty hier, das ist wahrscheinlich ganz okay, aber ein zweites wäre nicht schlecht für diesen Vorwiderstand von der Diode, damit wir den Empfindlichkeitsstrom einstellen können. Ja, um also jetzt diesen Logikfehler auszubügeln, haben wir Plus- und Minus-Eingänge am Operationsverstärker einfach ausgetauscht und jetzt sieht es auch schon wieder ganz gut aus. Also die Polarität passt. Wenn wir Licht haben, haben wir 0 und wenn wir abdecken, haben wir 1. Im nächsten Schritt haben wir jetzt noch zusätzlich diese Logikschaltung mit aufgebaut mit den beiden Eingängen und zwar diesmal als SMD-Assembly auf der Unterseite. Das ist nämlich die zweite Möglichkeit, wie man auf einer Lochraster sehr schön Teile platzieren kann, solange sie einigermaßen groß sind und einen guten Pitchabstand haben. Und hier haben wir jetzt im Prinzip die Reihenschaltung,
die aus den beiden NPN entstehen, und hier der PNP, der nachher dann die Versorgung hier auf den Ausgang aufschaltet, wenn die Unfunktion erfüllt ist. Der Eingang hier ist also der Hilfseingang vom Sensor und hier der zweite dann aus unserem jetzigen Helligkeits- bzw. Dunkelheitserkennungsteil. Und wenn die eben beide dann auf Reihe durchschalten, dann fließt auch der Diodenstrom durch den PNP, fließt dann hier auf Masse zurück und dann wird der Kollektor leitend vom Transistor, von dem PNP, und schaltet die Versorgung dann hier raus, noch über den Längswiderstand 2K direkt auf den Ausgang drauf. Man sollte prinzipiell darauf achten, wenn man jetzt solche neuen Betriebnahmen macht, dass man den Strom begrenzt. Wir schauen mal eben hier, wir haben jetzt hier 20 mA eingestellt und das ist schon genug für diese Schaltung, locker genug sogar, aber auch so begrenzt, dass eben nicht gleich irgendwas abraucht, wenn man sich jetzt da irgendwo ein bisschen verhauen hätte mit irgendeinem kleinen Brückchen oder so oder ein Kurzschluss drauf ist irgendwo. Das kann nämlich durchaus schnell passieren bei so einem Lochrastaufbau. Ja, und jetzt schalten wir mal ein. Okay, im Moment erwarten wir natürlich 0 Volt. Wir haben sowieso die Lichtquelle an. Wenn wir abschatten, passiert natürlich immer noch nichts, weil unser Impuls noch fehlt. Wir können aber hier nochmal gucken im Ausgang. Da haben wir schon unseren High-Pegel sozusagen dran. Also eines der Grundglieder ist schon durchgeschaltet. Und jetzt brauchen wir noch das zweite. Dazu nehme ich hier so einen kleinen Widerstand und simuliere einen High-Pegel, den ich sozusagen jetzt einfach von der positiven Versorgung hier drauf brücke. Und dann schauen wir mal, aha, und siehe da, da haben wir unseren Ausgang. Und da kann ich auch das mit dem Licht modulieren einerseits oder hier direkt über den AUX-Eingang, wo der Sensor dann angeschlossen wird. Und da sieht man natürlich, dass es sehr schnell reagiert, während es dann hier an einem Zeitglied ein bisschen langsamer ist. Da ist ja unser RC-Glied drin vor dem Operationsverstärker und entsprechend ist das ein bisschen langsamer. Prima, also das funktioniert erstmal so wie gedacht und jetzt ist der nächste Schritt der, dass wir das am Bestimmungsort in der tatsächlichen Umgebung testen. Mal sehen, ob dann auch noch alles so tut. Im ersten Schritt haben wir jetzt erstmal hier einen repräsentativen Testaufbau mit der Diode im Schraubstock. Wir messen direkt die Spannung und gucken Richtung Sonne. Hier in diesem Spalt am Fenster, den können wir auch regulieren mit dem Rollladen hoch und runter und damit die Lichtmenge. Außerdem haben wir oben natürlich auch unseren Downlight LED, der uns hier die Arbeitsfläche beleuchtet. Und jetzt gucken wir mal, wie groß jetzt hier dieser Einfluss von oben ist in die Diode mit rein. Zum Beispiel kippen wir das mal einfach eben nach oben und dann sehen wir sofort, aha, die Spannung, die geht runter. Und das bedeutet eben hier Vollanschlag schon bei 1,27. Das ist im Prinzip maximal. Weiter runter geht es nicht und wir sind sehr empfindlich. Wir haben nämlich 500 Kiloohm in Reihe drin mit der Infrarotdiode. Entsprechend wird schon ein relativ kleiner Strom in der Diode eine große Spannungsänderung bewirken. Aber in sich ist das jetzt mal ein schöner Testfall, um mal zu gucken, wie groß ist jetzt eigentlich die Lichteinwirkung von oben in einem einigermaßen realistischen Umgebungsszenario mit echtem Tageslicht. Und wir wollen ja später vermeiden, dass die LED-Beleuchtung rückkoppelt in den Erkennungsschaltkreis und sich selber dann wieder abschaltet. Deswegen ist das natürlich jetzt schon mal ein ganz interessantes Thema. Denn wie schafft man das, dass diese Beeinflussung nicht stattfindet? Eben entweder einmal, indem man die Perspektive so wählt, dass möglichst wenig Downlight reinkommt oder echtes LED-Licht in dem Fall. Oder man hat eben einfach das Problem, dass man es so unempfindlich machen muss, dass es dann nicht mehr so richtig auf sehr wenig Licht reagiert. Und das wiederum würde eben bedeuten, dass es noch ziemlich lange bei Helligkeit funktioniert oder eben auch angeht, was man ja eigentlich nicht will. Man möchte ja eigentlich nur in der Dunkelheit. So, und jetzt mit dem Licht mal ausgeschaltet, sieht man erstmal, dass man nichts sieht. Aber jetzt gucken wir mal, wir haben also hier 8 Volt auf dem Display stehen. Das heißt, jetzt gehen wir mal höher hier mit dem Licht, dann kommen wir auf, ja, sind wir schon sogar bei Vollausschlag, also bei 1,27 bei dieser Empfindlichkeit. Aber ja, das hätte man eigentlich in der echten Welt wahrscheinlich schon auch als realistisches Szenario.
Spätestens jetzt bei der Helligkeit würden wir jetzt aber schon eingeschaltet haben wollen. Also entsprechend ist das jetzt natürlich ein bisschen zu empfindlich. Ja, aber wir gucken mal, wie das jetzt im Operationsverstärker ganz konkret aussehen würde. Ja, und jetzt nehmen wir uns mal kurz hier einfach als Test den Trimmer vor und gucken mal, ob wir da aktuell schon vernünftig abgleichen können. So, da passiert erstmal noch nichts. Jetzt. Und das ist also dann schon sehr fummelig einzustellen hier am Ende vom Weg. Das heißt, ja, wahrscheinlich wird schon die bessere Lösung die sein, dass wir dann doch hier einen verstellbaren Vorwiderstand brauchen an der Infrarotdiode, sodass wir den Strom in erster Linie regulieren und die Empfindlichkeit und dann vielleicht sogar diese Schaltschwelle einfach irgendwo in der Mitte bleibt und gar nicht mal mehr nachher zum Einstellen verwendet wird. Vielleicht aber dann doch für eine kleine Feineinstellung oder so. Ganz interessant zusätzlich. Also gesagt, getan. Hier ist auch schon unser zweiter Trimmer, mit dem wir jetzt die Dioden Empfindlichkeit einstellen können. Also je höher eben der Widerstand ist, desto empfindlicher ist dann letztlich die Spannungsänderung bei einem entsprechenden Strom. Ja, und jetzt gucken wir uns das nochmal genauer an, wie das jetzt funktioniert. So, wir messen ja wieder die Spannung an der Diode und jetzt drehen wir den Vorwiderstand klein und schwupps geht die Spannung nach oben, weil ja der Widerstand der Diode jetzt bei gleichem Lichtanfall immer gleich bleibt. Das heißt, im Verhältnis wird dann einfach der Widerstand größer, beziehungsweise jetzt die Spannung auch kleiner. Wenn ich den Vorwiderstand hochdrehe, fällt dann eben bei dem mehr Spannung ab und weniger bleibt für die Diode übrig. Und jetzt sind wir auch gleich so ungefähr an der Sättigung angekommen. Mehr konnten wir vorher auch schon nicht erreichen. So, jetzt können wir mal gucken, wenn ich jetzt also hier mit dem Licht spiele, erstmal weiter auf, passiert nichts. Das ist also schon maximal gesättigt sozusagen. Und jetzt komme ich runter mit meinem, aha, und jetzt sehen wir, wenn der Rollladen runtergeht, dass das dann doch schon sich stark ändert. Das ist auch ein bisschen delayed wegen dem RC-Glied immer, also das ist auch da vorne schon an der Diode direkt wirksam. Ja, und jetzt haben wir nur noch einen Spalt und sind also da schon relativ stark wieder nicht leitend. Also jetzt gucken wir mal und würden sagen, hier hätten wir jetzt aktuell unseren Schwellwert. Und ja, jetzt, wenn ich da drehe, sehe ich natürlich den Effekt vorne nicht. Das heißt, wir messen jetzt mal lieber eigentlich hier am Ausgang wieder von dem Operationsverstärker, damit wir sehen, was jetzt hier genau passiert. Okay, aktuell hätten wir also Logik High, das heißt freigegeben. Und sagen aber, das ist jetzt zu hell und jetzt drehen wir mal so weit, bis es dann runtergeht und wir also hier schon gerade nicht mehr freigeben. Also hier wäre es jetzt noch ausgeschaltet und dann ist hier genau mein Punkt, an dem das dann umkippt. Und ja, jetzt könnte ich das mal einfach so stehen lassen und sagen, ab hier, wenn ich noch ein bisschen runterfahre, soll es dann erst wieder funktionieren. Das sieht also ganz gut aus, dass man jetzt mit dieser Empfindlichkeitsregelung oder Steuerung einen besseren Arbeitsbereich hat und dann eben doch besser einstellen kann, alles in allem. Man muss sich, wenn man so einen Trimmer einsetzt, natürlich immer überlegen, was passiert denn, wenn der ganz auf Null gedreht wird, also wenn es ein veränderbarer Widerstand ist. Das heißt 22 Kilo haben wir jetzt aktuell in Serie noch drin, damit dann nichts passiert. So sieht also final die Unterseite jetzt auch aus. Hier haben wir den einen oder anderen Fädeldraht, hier ein Widerständchen quer noch, ja, und hier haben wir dann unten hier die beiden Eingänge vertauscht. Ja, also alles im Rahmen, sieht halt völlig harmlos aus im Moment und es ist auch vollkommen normal, dass man da nicht auf den ersten Wurf eben alles gleich perfekt hat. Das muss also so, dass man da noch ein bisschen dran rumspielt, bastelt und guckt, ab wann es denn dann gut ist. Auch unsere initiale Skizze, unser Schaltplan sieht deutlich wilder aus als vorher. Das ist normal, dass das auch dann erweitert wird und hier sind überall Werte dran stehen jetzt zum Beispiel. Dann hier ist noch eine Idee, dass man also einen andersrum invertierenden Ausgang nochmal hat an der Helligkeitserkennung, die man separat nutzen könnte. Insofern wird das Ganze nachher ein bisschen vielfältiger und universeller einsetzbar sein und man kann es für unterschiedliche Sachen verwenden, nicht nur genau für den Fall.
Und hier haben wir jetzt zum Beispiel auch ein paar Notizen, das heißt, was passiert wie, das heißt, großer Widerstand bedeutet empfindlich. Und so können wir dann später auch das bei der Umsetzung benutzen, um eine gute Erklärung gleich mitzubringen auf einer Platine oder so. Allerdings vorher müssen wir es noch mal richtig in der echten Welt testen. Dafür zerlegen wir das ganze Ding jetzt hier, machen es also handlich und sägen unser Stück hier mal raus. Das ist jetzt also unsere Testlampe. Die hat seitlich LEDs. Hier ist dann das Zeitglied unten drunter und da das PIR-Sensorchen. Und ganz unten drunter natürlich der dicke Klotz ist das Netzteil, was dann irgendwo auf der rechten Seite seinen Steuereingang hat, hier mit dem weißen Draht. Das wird dann der DIMM-Eingang sein hier. Genau, und der ist hier direkt mit dem Zeitglied verbunden. Und jetzt gucken wir mal, wie wir da unser Dingens dazwischen kriegen. Wir brauchen die Mechanik von diesem Zeitglied, um den PIR-Sensor anzuschließen. Inzwischen haben wir diese Schaltung auch schon überführt in einen echten Schaltplan und eine echte Platine. Und die Bestückung davon wird dann demnächst mal ein extra Video. Das sieht auch ein bisschen wilder aus, übrigens, als unser Prototyp hier. Ja, und wie haben wir das jetzt also gemacht? Wir mussten ja da an diesen Stecker dran und quasi da dazwischen, zwischen dem mittleren Pin, der jetzt hier ein gelbes Kabel quasi dran hat. Und ja, hier haben wir noch sonst seitlich die Versorgung mit Plus und Minus. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben einfach hier an diesem Winkelbuchsen-Steckerdingens, hier haben wir unten den Pin durchgezwickt und dann nach außen gedreht, sodass der von der Platine weggeht und dort keinen Kontakt mehr haben kann. Und da greifen wir uns dann mit dem gelben Signal den Ausgang vom PIR-Sensor ab. Das ist also das S-Signal. Und das Orange, das ist jetzt das Ausgangssignal von der Helligkeitssteuerung, was dann zurückkommt. Da sehen wir es, da ist es an unserer Schaltung an dem S-Eingang dran hier. Und der O ist also hier das Out Orange, was dann zurückläuft und in unseren Zeitglied-Bastelkram reinläuft. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir das wieder da reinkriegen. So, hier hätten wir jetzt mal eine erste Aktion mit allem zusammengebaut. Die Infrarotdiode guckt hier auf der linken Seite durch so eine Gummitülle raus, guckt aber nicht genug raus und deswegen haben wir sie jetzt auf die andere Seite rüber. Da guckt sie dann auch mehr in Richtung Tageslicht. Und der zweite Trimmer, der blaue jetzt, den braucht man tatsächlich auch. Man sieht, der ist aus der Mittelstellung raus, um da noch ein bisschen feiner abzugleichen. So, da sind wir auch schon am Ende angekommen vom ersten Teil. Jetzt werden wir das ganze Ding mal ein bisschen beobachten in der Praxis. Das hängt hier hinten in so einem Gang drin, da läuft man die ganze Zeit durch und da wird es dann ja bei den unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen wie hell, dunkel, mittelhell, Sonne, Regenwetter und so weiter mal ein bisschen beobachtet, geschaut, wie das performt, vielleicht mal die eine oder andere Einstellung ausprobiert und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze so dann entwickelt. Vielleicht haben wir da noch das nächste Ding, was man ein bisschen dran tweaken muss oder so, dann kommen wir vielleicht nochmal zurück mit einer weiteren Iteration darüber oder wir gehen gleich ins Layout rein, wer weiß, vielleicht läuft es ja richtig super, weiß man vorher nie. Auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen, gebt mir in dem Fall gerne einen Daumen hoch, überlegt euch zu subscriben, weil es lohnt sich hier immer, ist eh klar, ne? Und ja, schaut mal ein bisschen in die Videobeschreibung rein, da habe ich so einen Link drin zu anderen Themen noch von mir. Außerdem kommentiert bitte ganz wichtig, ganz viel und ganz fleißig zu Fragen und Anregungen fürs nächste Mal und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder, Leute. Ne? Haut rein, macht's gut und bis zum nächsten Mal hier bei Technik, Ticks und Trips und alles mögliche. Ciao.